Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Ja, heute soll es mal um Trench Crusade gehen. Etwas, wo ich ein bisschen spät zur Party bin, beziehungsweise genauer genommen, ich habe schon vor einer Weile von dem Spiel gehört, schon vor dem Kickstarter, habe es aber eigentlich ignoriert, weil ich habe mir gesagt, okay, schaut interessant aus von dem, was ich so mitbekommen habe in Bezug auf Grim Dark und auch der Hintergrund mit Mordheim, habe ich mir gedacht, ja, okay, aber ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein Spiel, das dann niemand spielen wird hier. Also habe ich es mal ignoriert. Und im Zuge aber des Kickstarters ist das Ganze dann bei mir wieder aufgetaucht. Und da dachte ich mir, ja, Moment mal, Trench Crusade, ist das nicht das Spiel, das mir hier vor einer Weile schon mal jemand vorgeschlagen hat? Also habe ich nachgefragt, nachdem ich festgestellt habe, Moment, sieht ja auch ziemlich cool aus, sehr interessant aus, auch von den Regeln. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, das ist genau das besagte Spiel, das mir damals empfohlen wurde. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Auch aus diesem Grund, weil wir schon ein bisschen überlegt haben, hier mal ein, zwei Testspiele zu machen. Und deswegen lese ich mich hier gerade ein bisschen ein. Und da man eben nur sehr wenige Figuren braucht, sollte das Ganze auch nebenbei möglich sein. Auch aus dem Thema heraus, dass ich hier keine Figuren aktuell kaufen werde, sondern eben genug habe, um das Ganze mal zu proxen. Und das bringt mich jetzt erstmal auch zum Thema der Figuren, denn es wird auch offizielle Figuren von Trench Crusade geben, die hier ja auch im Kickstarter dann verfügbar sind. Und da muss ich schon sagen, das gefällt mir in großen Teilen sehr gut. Zum Beispiel auch New Antioch hier, diese Fraktion, das ist auch das, was ich möglicherweise in den Testspielen spielen werde. Ihr könnt das Ganze auch, falls euch das Ganze interessiert, hier auf dem Kanal weiterverfolgen. Also vielleicht auch abonnieren, falls ihr wissen wollt, wie es mit Trench Crusade weitergeht und mit der Fraktion, die ich aufbauen möchte. Auch hier in diese Richtung sehr coole Figuren generell dabei. Und das ist eben das, was mich besonders interessieren würde. Das Sultanat. Da habe ich schon ein bisschen überlegt, wie ich mir hier das Ganze aufbauen könnte, denn da habe ich gar keine Figuren, die irgendwie passen würden. Hoffe aber auch ein bisschen darauf, dass diese offiziellen Figuren auch in den normalen Handel kommen nach dem Kickstarter, sodass ich mir das Ganze besorgen kann, denn die Fraktion würde ich persönlich ziemlich spannend finden. Aber mal schauen, für die ersten Spiele wird es wahrscheinlich mal New Antioch werden, schätze ich mal. Oder Trench Pilgrims, die könnte ich da vielleicht auch vernünftiger darstellen mit dem, was ich aktuell so geplant habe. Mir fällt aber auch gerade ein, ich hätte vielleicht sogar noch andere Figuren, um tatsächlich eine dritte Fraktion vernünftig darstellen zu können. Ja, mal schauen, was hier in Zukunft passieren wird, was Trench Crusade auf dem Kanal betrifft. Das bringt mich jetzt aber weiter zum Thema der Regeln, denn das ist das, was mich besonders dann gecatcht hat. Gar nicht so sehr dann der Style und die Figuren, auch wenn ich, wie schon gesagt, das Ganze spannend finde und interessant, aber auch vor allem das System, wie die Regeln funktionieren, denn ihr habt auch hier wieder ein Zwei-Würfel-System. Ich sage deswegen wieder, weil mir ist das Ganze bekannt von War Machine, das verwendet ein bisschen ein anderes System, aber dort fand ich es bereits in der Vergangenheit sehr cool, dass man eben dieses Würfelsystem hat mit 2W6, dort werden dann Würfel hinzuaddiert oder auch weggenommen, je nachdem, welche Fähigkeiten man hat oder auf welche Fähigkeiten der Gegner hat. Und im Regelfall werden dann eben die Augenzahlen addiert. Und auch hier bei Trench Crusade werden als Ausgangsbasis 2W6 verwendet, mit einem aber sehr interessanten System, wie ich finde. Denn wenn wir uns das Ganze hier dann anschauen, und das finde ich bei Trench Crusade auch noch sehr spannend, ihr habt insgesamt nur 15 Seiten Regeln, also die ersten 15 Seiten, und da gehört aber auch das Deckblatt, sage ich mal, glaube ich, dazu, plus allem anderen. Also ihr seid hier ziemlich schnell fertig, was die Regeln betrifft, und ab Seite 16 startet es dann schon mit Keywords, die es im Spiel eben gibt, und danach die ganzen Fraktions-Sonderregeln. Also die Grundregeln sind hier sehr, sehr einfach, und das sieht man auch schon bei den Actions, denn egal was ihr macht, sobald ihr eine Action durchführt, eine Action ist quasi eine Aktivierung, wie zum Beispiel eine Bewegung oder eine Schussattacke, eine Nahkampfattacke, ein Dash zum Beispiel, oder auch das Aktivieren eines Missionsziels,
dann müsst ihr teilweise Würfelwürfe durchführen, fürs Bewegen natürlich nicht. Das ist eine einfache Aktion, die ihr ganz einfach nur machen braucht. Aber eben wenn ihr zum Beispiel eine Schussattacke durchführt, müsst ihr eben auch würfeln dafür, ob ihr den Gegner trefft. Und hier kommt eben diese einfache Tabelle hier zum Einsatz. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt eben standardmäßig diese 2W6. Und wenn ihr zum Beispiel eine Schussattacke durchführt, kann es sein, dass eure Einheit etwas besser beim Schießen ist, also bekommt ihr einen Plus-Die dazu. Das sind hier diese Plus- und Minus-Dies, die es hier gibt. Im Fall, dass ihr eben einen Plus bekommt, bei eurer Schussattacke ist es ein Plus-Die. Damit addiert ihr diesen Würfel dazu, zu eurem Würfelwurf. Ihr habt also Ausgangslage 2W6 durch den Pluswert bei eurer Schussattacke, die ihr im Profil angegeben habt, bekommt ihr einen dritten Würfel dazu, würdet diese 3 Würfel werfen, davon nur die beiden höheren Ergebnisse zählen, der dritte Würfel, der niedrigste, würde rausfallen und mit diesen beiden Würfeln müsst ihr dann hier schauen, was das Ergebnis sagt. 2 bis 6 ist fehlgeschlagen, 7 bis 11 ist ein Success, ihr würdet also treffen und eine 12 plus wäre ein kritischer Success, der dann eben zusätzlich noch Effekte hat. Wieso 12 plus? Weil es ist ja auch möglich, dass euer Wurfergebnis noch modifiziert wird durch verschiedene Werte. Und dadurch ist es natürlich auch möglich, mit dann am Endergebnis 2 Würfeln eine 11 zum Beispiel zu würfeln, eine 5 und eine 6, plus dann aber noch zusätzliche Werte dazu zu bekommen. Und ihr werdet dann zum Beispiel mit der 11 hier nur auf einem Success gewesen, durch die zusätzlichen Modifikatoren, die ihr bekommt, seid ihr dann aber auf 12 plus und damit wäre das Ganze kritisch. So funktioniert das grundsätzliche Element in Bezug auf Würfelwürfe und das geht aber noch weiter, denn ihr könnt ja auch mehr Würfel bekommen, aber auch negative Würfe oder negative Würfel und das ist eben das, was ich bei Trench Crusade so spannend finde. Jetzt sagen wir, Ausgangslage wie immer, ihr habt 2W6 für eure Schussattacke, die ihr verwenden würdet, habt in eurem Profil für Schussattacken einen Pluswürfel, würdet also hier noch einen dritten Würfel dazu bekommen. Und dann ist eure aktivierte Figur aber zum Beispiel ein Anführer, der nochmal 2 Würfel bekommt. Nur als Beispiel. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht. Dann hättet ihr insgesamt hier 2 Würfel als Ausgangsbasis, 1 Würfel aufgrund des Ranged-Profils und plus 2 Würfel aufgrund des Anführermodells, also 5 Würfel insgesamt. Ihr würdet diese 5 Würfel werfen und hier wieder die 2 höheren Ergebnisse verwenden, diese zusammen addieren und schauen, was hier rauskommt auf der Action Success Chart. So funktionieren quasi alle Aktionen, egal ob ihr schießen wollt, nahkämpfen wollt oder zum Beispiel auch ein Missionsziel aktivieren wollt. All das funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Jetzt sehen wir hier unten aber, es gibt nicht nur Plus, sondern auch Minuswürfel. Das funktioniert dann eben auf die gleiche Art und Weise. Sagen wir, ihr habt eben wieder die Ausgangslage 2W6, was der Standard ist, um eine Schussattacke durchzuführen, habt bei eurem Ranged-Profil plus ein Die, also habt ihr 3 Würfel, um zu attackieren, um euren Trefferwurf durchzuführen. Euer Gegner gibt euch aber einen Minus-Die aufgrund irgendeines Effekts. Also seid ihr wieder auf 2 Würfel herunter, würdet also nicht 3, sondern 2 Würfel werfen und dann wieder die beiden Ergebnisse verwenden, in dem Fall wieder die beiden höheren. Da ihr aber nur 2 Würfel habt, zählen einfach die beiden Augenzahlen und müsst eben hier wieder auf dieser Tabelle nachschauen bezüglich des Ergebnisses. Jetzt kann es aber sein, ihr attackiert, habt 2 Würfel, habt aber bei Plus-Dice bzw. bei Ranged kein Plus, sondern eine 0 stehen, also bekommt keinen Würfel dazu, aber euer Gegner gibt euch minus ein Dice. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nur mehr einen Würfel habt, mit dem ihr würfelt, sondern ihr habt wieder den Ausgangswert von 2 Würfeln plus einen dritten Würfel, der diesmal aber ein Minus-Die ist, also auch wieder 3 Würfel, die ihr werft für euren Trefferwurf. Diesmal für das Endergebnis zählt ihr aber nicht die beiden höheren Augenzahlen zusammen, sondern die beiden niedrigeren. Das heißt, der dritte Würfel, der am höchsten gewürfelt wurde, wird einfach rausgenommen und hier wird dann wieder geschaut mit diesen beiden niedrigeren Augenzahlen, was hier für ein Ergebnis erreicht wurde auf dieser Tabelle. Und somit sieht man schon, es ist sehr einfach,
Es funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Was am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert ist, was man im Kopf ein bisschen umdenken muss, ist, dass man bei einem Minus-Die quasi auch Würfel dazu bekommt, diese dann aber einfach nur modifizieren, ob man eben die beiden höheren Augenzahlen oder die niedrigeren Augenzahlen verwendet. Wenn wir uns ein bisschen ein komplizierteres Konzept anschauen, funktioniert das Ganze gleich. Ihr habt wieder Ausgangslage, Schussattacke zum Beispiel 2W6, die ihr werft, bekommt zum Beispiel plus ein Dice bei Ranged habt, plus ein Dice durch eine weitere Fähigkeit, also würdet ihr 4 Würfel werfen, weil ihr auf plus 2 quasi seid und die beiden höheren Augenzahlen verwenden. Und wenn jetzt euer Gegner euch noch einen Die wegnimmt, dann seid ihr wieder auf 3 Würfel herunter, aber noch immer im Plus, weil ihr ja auf plus 4 aktuell wart, also die 2 normalen Würfel plus 2 für eure beiden Fähigkeiten. Durch den Minus-Die-Effekt von eurem Gegner würdet ihr auf 3 Würfel runtergehen, seid aber noch immer im Plus, würdet also wieder hier 3 Würfel werfen am Ende und die beiden höheren Augenzahlen verwenden. Hört sich jetzt alles, wie schon gesagt, etwas kompliziert an, ist es aber dann eigentlich nicht, wenn man das Ganze mal ein bisschen sich so überlegt hat. Also eigentlich ein ganz einfaches System, was das Treffen betrifft, beziehungsweise generell alle Aktionen im Spiel betrifft, die einen Würfelwurf erfordern. Jetzt sagen wir, ihr habt eben erfolgreich getroffen, ganz egal ob im Fernkampf oder im Nahkampf. Dann gibt es hier die Injury Chart, das ist eigentlich die einzige zweite Tabelle, die ihr braucht, um eben Schaden zu ermitteln. Auch wie ihr hier schon seht, ist eigentlich ganz einfach und funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ihr habt wieder einen Ausgangswert von 2W6 plus eventuelle Plus- und Minus-Dice, die dazu addiert werden. Wie gesagt, auch ein Minus-Die zieht euch keine Würfel per se ab, sondern gibt euch quasi auch Würfel dazu. Nur verwendet ihr hier dann eben die beiden niedrigeren Augenzahlen beim Ergebnis, wenn ihr im Minus sein solltet. Dann werden die Würfel geworfen und wieder geschaut, was die Augenzahlen hier dann sagen. Auf die gleiche Art und Weise. Eine 1 oder darunter ist kein Effekt am Endergebnis. 2 bis 6 ist ein Minor Hit. Bei 7 bis 8 geht das Modell down und bekommt, glaube ich, einen Bloodmarker. Und ich glaube, auch hier bekommt das Modell einen Bloodmarker. Und bei einer 9 Plus ist das Modell Out of Action, ist in dem Fall dann relevant. Out of Action bedeutet, das Modell wird aus dem Spiel entfernt und kann nichts mehr machen. Also French Crusade hat auch überhaupt keine Lebenspunkte. Jedes Modell hat einen Lebenspunkt quasi. Und wenn ihr hier eben bei der Injury Chart eine 9 Plus würfeln solltet, oder als Endergebnis erreichen soll, ist das Modell Out of Action. Bedeutet natürlich, ein Modell, das weniger Rüstung hat, ist hier wesentlich einfacher auszuschalten, als jetzt natürlich eine schwer gerüstete Einheit. Denn das Ganze funktioniert so, ihr werft eben die Anzahl der Würfel, die ihr zur Verfügung habt, zählt die beiden Augenzahlen wieder zusammen, entweder die beiden höheren oder die beiden niedrigeren, sowie auch bereits beim Treffen, und müsst dann noch andere Werte dazu addieren oder abziehen, zum Beispiel die Rüstung eures Ziels. Wenn zum Beispiel hier, sagen wir, ihr würdet eine 10 Würfel mit den beiden Augenzahlen, die gewertet werden. Das Modell wäre damit out of action. Solltet ihr jetzt irgendein schwaches Modell attackiert haben, wäre dieses sofort ausgeschaltet und aus dem Spiel entfernt. Schießt ihr aber stattdessen oder trefft ihr stattdessen ein Modell mit einer Rüstung von 3 zum Beispiel, wird von eurem Endergebnis 10 die 3 abgezogen. Ihr seid also nur mehr hier auf einer 7 als Endergebnis. Das ist ein Down. Das Modell wäre eben nur down gegangen, müsste also eine Aktion bei der nächsten Aktivierung ausgeben, um aufstehen zu können, und würde einen Blutmarker bekommen, wäre aber ansonsten noch im Spiel dabei. Und diese Blutmarker sind auch das, was hier dann diese Plus- und Minus-Würfel durchaus ergibt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Modell attackiert habt und erfolgreich getroffen habt, das bereits ein oder mehr Blutmarker auf sich hat, könnt ihr diese Blutmarker wegnehmen von dieser gegnerischen Einheit, um eben weitere Würfel hinzuzubekommen. Im Fall von einem Blutmarker, den ihr entfernt, würdet ihr nicht 3 Würfel zum Beispiel werfen, sondern nicht 2 Würfel werfen, sondern eben 3 Würfel. Das wäre wieder ein Plus-Die-Wurf, würdet also die 3 Würfel werfen, die beiden höheren Augenzahlen zusammen addieren, plus dann eben Abziehen der Rüstung, plus eventuell weitere Effekte
und eben schauen, was hier rauskommt. Eben ganz, ganz einfach, was das Regelsystem eigentlich betrifft, wenn man ehrlich ist. Ich habe da auch ein bisschen gebraucht, um das Ganze zu durchblicken, aber alles in allem würde ich sagen, doch recht einfach. Eine Sache, die ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, was mir gerade aufgefallen ist, ich glaube zumindest, ich habe es nicht gesagt, ihr aktiviert bei Trench Crusade abwechselnd. Das heißt, der erste Spieler ist an der Reihe, aktiviert ein Modell, dann ist der zweite Spieler an der Reihe und das geht so hin und her, bis beide Spieler alle Modelle aktiviert haben oder eben eine Seite keine Modelle mehr hat zum Aktivieren. Dann aktiviert die zweite Seite die restlichen Modelle und es wird insgesamt im Regelfall 4 Runden lang gespielt. Man kann sagen, so circa, ich würde sagen, 7 bis 10 Figuren so im Schnitt dürfte man pro Warband haben, vielleicht ein bisschen mehr bei größeren Spielen, aber so, ich sage jetzt mal 7 bis 12, 13 Figuren würde ich jetzt mal schätzen. Was hier vielleicht noch interessant ist, auch in Bezug auf die Aktivierung, es gibt sogenannte Fireteams, die man verwenden kann. Das sind teilweise 1 oder 2 Fireteams, die man möglicherweise bilden kann. Ist abhängig ein bisschen, was ich gesehen habe, von der Fraktion, der Warband, die ihr spielt. Und Fireteams bedeutet einfach, ihr könnt 2 Modelle gemeinsam aktivieren, bevor der Gegner eben wieder an der Reihe ist. Das ist eigentlich in dieser Richtung schon alles. Fireteams bedeutet in erster Linie, ihr könnt 2 Figuren zusammen aktivieren, was euch vielleicht einen Vorteil verschaffen könnte. Und ansonsten sehen wir hier schon, ab Seite 10 sind wir hier schon fertig mit den normalen Regeln. Danach kommen die Keywords, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Dann, wie man eine Warband aufbaut. Und hier ab Seite 16 geht es schon mit den Fraktionsregeln los. Also ein sehr, sehr überschaubares Regelwerk. Jetzt lasst uns hier mal kurz bleiben bei diesem Profil der Artillery Witches, weil ich diese Einheit extrem cool finde. Als ich die gesehen habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ich finde den Gedanken dahinter, aber was ganz einfach bei Trench Crusade so ein bisschen mitspielt, einfach extrem weird und cool. Daher diese Einheit jetzt mal zum Ansehen und wir werden uns im Zuge dessen ein bisschen das Thema Profilwerte anschauen und eben auch das Thema Aktionen. Denn dazu habe ich ja noch nicht viel gesagt. Ihr habt hier mal den Namen der Einheit plus vorne, wie oft ihr die verwenden könnt. Hier 0 bis 2, falls ihr ein größeres Spiel spielt und eben dann die Kosten in Dukaten, wie viele Punkte die Einheit quasi kostet, wenn ihr sie mitnehmen wollt. Dann habt ihr hier nochmal das gesamte Profil der Einheit mit dem Namen, dann Movement, wie weit sich die Einheit bei einer Bewegungsaktion weit bewegen kann. Dann Ranged sagt hier 0 Dice, das heißt, solltet ihr mit dieser Einheit einen Trefferwurf durchführen mit einer Schussattacke, habt ihr eure 2 Standard-Ausgangswürfel, würdet keinen Die dazu bekommen, keinen dritten. Könnte aber sein, dass ihr zum Beispiel einen Abzug durch den Gegner bekommt. Hingegen, wenn ihr hier eine Melee-Attack durchführt, hier seht ihr schon minus 1 Die, das heißt, die Einheit ist nicht so stark im Nahkampf. Ihr habt als Ausgangslage eure beiden Würfel, würdet einen dritten Minus Die dazu bekommen, würdet also im Fall einer Nahkampfattacke 3 Würfel werfen und für das Ergebnis die beiden niedrigeren Augenzahlen zusammen addieren. Macht es also etwas schwieriger im Nahkampf für euch mit dieser Einheit. Dann noch die Armor, das ist das, was beim Verwundungswurf abgezogen wird, in dem Fall 0, also keine Rüstung, hier wird nichts abgezogen. Wenn ihr also einen 9 Plus würfelt beim Schadenswurf, ist das Modell aus dem Spiel entfernt. Das heißt, wenn ihr dementsprechend hoch würfelt, ist das Modell möglicherweise recht schnell aus dem Spiel draußen. Im Fall hätten wir hier eine Rüstung von 3 zum Beispiel, würden wir vom Endergebnis des Schadenswurfes noch 3 abziehen und dann erst auf der Tabelle nachschauen, was das Endergebnis ist. Also hier keine Rüstung, also schwach gerüstet sozusagen. Und dann noch die Basegröße Infanterie, was ich gesehen habe, standardmäßig 25 mm Base. Auch hier ein bisschen als Grundlage, falls ihr Alternativmodelle verwenden möchtet. Dann gibt es hier noch das Equipment, womit die Einheit ausgerüstet ist und dann noch die Fähigkeiten dazu. Und Keywords, die dann eben auch relevant sind. Und das war's schon mit dem ganzen Profilen. Wenn man hier sieht, auch die Profile sehr einfach aufgebaut, nichts Spektakuläres.
Und das bringt mich jetzt noch zum Thema der Aktionen. Denn das finde ich sehr, sehr spannend auch bei Trench Crusade. Denn grundsätzlich ist alles eine Aktion, was ihr durchführen möchtet im Spiel, so wie man das auch von anderen Spielsystemen her kennt. Sich zu bewegen ist eine Aktion, zu schießen ist eine Aktion, ein Nahkampf ist eine Aktion, ein Missionsziel zu aktivieren, falls das in einer Mission notwendig ist, ist eine Aktion. All das sind eben Aktionen und ihr könnt davon so viele durchführen während einer Aktivierung eines Modells, solange wie ihr möchtet, wobei ihr keine keinen Aktionstypen öfter als einmal machen könnt. Also ihr könnt jetzt nicht mehrfach schießen oder mehrfach Nahkampfattacken durchführen. Ihr könnt euch aber durchaus, wenn es erlaubt wäre, eine Schussattacke als erstes durchführen, euch dann als zweite Aktion bewegen, in den Nahkampf und dann eine Nahkampfattacke durchführen. Wahrscheinlich gibt es hier natürlich eine Ausnahme, dass ihr nach einer Schussattacke keinen Charge mehr durchführen könnt als Movement-Aktion. Dadurch dürfte das vielleicht nicht möglich sein, aber grundsätzlich vom Gedanken her, es ist euch erlaubt, so lange Aktionen durchzuführen, wie ihr möchtet, nur eben keinen Aktionstyp öfter als einmal, mit aber einer kleinen Ausnahme, denn nicht jede Aktion ist eine normale Aktion. Bewegen könnt ihr euch ganz normal, schießen könnt ihr auch ganz normal, aber es gibt zum Beispiel Aktionen wie zum Beispiel das Dashen, mit dem könnt ihr euch nochmal zusätzlich bewegen, wenn ihr das möchtet. Das ist aber eine sogenannte Risky Action und erfordert einen Würfelwurf. Das, was hier so interessant dabei ist, wenn euch diese Risky Action gelingt, könnt ihr diese durchführen und eventuell im Nachgang noch weitere Aktionen durchführen. Sollte euch dieser Wurf aber nicht gelingen, ist die Risky Action fehlgeschlagen, in dem Fall das Dashen. Als Beispiel, die Einheit kann diesen Zusatz-Move nicht durchführen, aber auch die Aktivierung ist sofort beendet. Und das macht es so spannend, weil ihr euch da überlegen müsst, was ihr eben in welcher Reihenfolge machen möchtet mit eurer Figur. Zum Beispiel nehmen wir hier wieder die Artillerie Bridge her. Als Beispiel, ihr könnt als erste Aktion eine Movement-Aktion machen von bis zu 6 Zoll und könnt danach eine Ranged Attack durchführen. Wäre machbar und danach könnt ihr versuchen, als dritte Aktion zu dashen. Dort müsst ihr dann, eben weil das eine Risky Action ist, wieder einen Würfelwurf machen, wieder auf die gleiche Art und Weise. Ihr habt eure Tabelle, die wir am Anfang gesehen haben, wo wir eben eine 7 oder höher erreichen müssen. Wir würfeln 2W6, bekommen vielleicht zusätzliche Würfel dazu durch Fähigkeiten, die wir haben, oder auch Würfel abgezogen, müssen eben mit diesen 2 höchsten oder 2 niedrigsten Würfelergebnissen dann eben eine 7 oder höher erreichen. Um erfolgreich zu sein, sollten wir das schaffen, können wir den Dash durchführen und uns im Anschluss noch einmal bis zu 6 weitere Zoll weit bewegen. Wenn wir es nicht schaffen, bleiben wir nach dem ersten Movement stehen und können nichts mehr machen. Das Interessante ist eben jetzt wir können hier unsere Aktionen so kombinieren, wie wir wollen. Wir können jetzt zuerst uns 6 Zoll weit bewegen, können dann eine Ranged Attack durchführen, wie vorhin schon gesagt, als zweite Aktion und dann als dritte Aktion diesen Dash versuchen, als Risky Action. Sollten wir diesen Würfelwurf schaffen, können wir uns nach der Ranged Attack noch einmal eben wie gesagt bis zu 6 Zoll weit bewegen. Sollten wir ihn nicht schaffen, bleiben wir an Ort und Stelle stehen. Unsere Aktion oder unsere Aktivierung der Einheit wäre sowieso vorbei und der Gegner ist an der Reihe, eine seiner Einheiten zu aktivieren. Wir könnten das Ganze aber auch anders machen und zum Beispiel sagen, wir machen zuerst einen Move von 6 Zoll, haben aber dann keine Ziel in Reichweite, also würden wir bereits als zweite Aktion den Dash probieren und hier ist jetzt eben das Risiko ein bisschen dabei. Der Dash ist eine Risky Action, also wir müssen bei den Würfelwurf durchführen. Sollten wir diesen schaffen, ist das Ganze okay. Wir können nach unserer ersten Aktion von 6 Zoll Movement den Dash von weiteren 6 Zoll Movement durchführen und sind danach noch immer in der Lage, unsere Ranged Attack zu machen als dritte Aktion und können dann eventuell noch andere Sachen machen. Auch Risky Actions wären dann noch immer möglich, wie zum Beispiel ein Missionsziel zu aktivieren, wo wir eben auch wieder würfeln müssten. Sollten wir aber diese Risky Action als zweite Aktion nicht schaffen, dann haben wir uns 6 Zoll weit bewegt, die Risky Action ist fehlgeschlagen, wir können uns nicht weiter bewegen, wir bleiben an Ort und Stelle stehen, gleichzeitig ist aber die Aktivierung der Einheit vorbei, das heißt, die Ranged Attack dürfen wir dann nicht mehr durchführen
und haben damit diese Möglichkeit eben verspielt, hier noch auf unseren Gegner zu schießen. Und der Gegner ist eben an der Reihe. Und das ist eben das, was das Ganze so interessant für mich auch jetzt gemacht hat, nach dem Lesen der Regeln, weil man hier ein bisschen abwägen muss, einerseits in welcher Reihenfolge aktiviere ich meine Einheiten, weil man eben abwechselnd aktiviert, aber auch, welche Aktionen mache ich in welcher Reihenfolge. Weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich nach dem ersten Movement bereits ein Ziel in Reichweite habe, um eine Ranged Attack durchzuführen, und ich könnte danach noch dashen als dritte Aktion und sage, okay, es ist mir dann egal, ob ich den Dash schaffe oder nicht. Aber ich könnte auch sagen, okay, nach der ersten Aktion Movement habe ich nur ein nicht so lohnendes Ziel in Reichweite meiner Fernkampfattacke. Wenn ich aber als erstes, also als zweite Aktion, den Dash versuchen würde und diesen schaffe, könnte ich als dritte Aktion eben die Ranged Attack durchführen und hätte dann ein zweites Ziel in Reichweite, das wesentlich lohnender wäre für mich. Und da muss man sich halt überlegen, gehe ich dieses Risiko eben ein, diese Risky Action, diesen Dash durchzuführen, um eben in Reichweite zu kommen, um das bessere Ziel möglicherweise zu erreichen und beschießen zu können, und gehe dafür aber das Risiko ein, im schlimmsten Fall überhaupt nicht schießen zu können. Das macht das Spiel dann für mich so spannend. Für mich bedeutet das jetzt auch, ich werde mir hier das Ganze jetzt mal in der nächsten Zeit ansehen, ein bisschen was Trench Crusade angeht, da man auch nur wenige Figuren braucht, um das Ganze mal zu spielen. Ich habe das meiste schon, werde wir tatsächlich nicht viel machen müssen, um mal ein, zwei Testspiele anzugehen, vielleicht auch dementsprechend mit gebroxten Figuren ohne fertig bemalt. Das muss ich mir noch anschauen, werdet ihr aber sicher mitbekommen und werde dazu das Ganze dann auch sicher noch in weiteren Videos dokumentieren. Wie schaut es von eurer Seite aus? Habt ihr beim Kickstarter vielleicht mitgemacht oder habt ihr das Spiel auch schon mal angespielt? Wir sind hier ja aktuell in der Testversion der Regeln 1.5, die hier jetzt Ende 2024 noch verfügbar ist. Ich bin gespannt, was hier in Zukunft noch auf uns zukommt, was Trench Crusade betrifft.